Hey meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Video, das ich schon länger geplant habe und das mir sehr am Herzen liegt. Heute möchte ich euch etwas erzählen, über das noch kaum geschrieben oder gesprochen wird, aber das trotzdem so einleuchtend ist, dass es meiner Meinung nach eigentlich jeder schon wissen müsste. Nämlich geht es heute um die ganz normalen englischen Nasenriemen. Noch nicht mal um die Sperrriemen, sondern wirklich nur um die Nasenriemen und wieso ich euch davon abraten würde, so einen zu benutzen. Wenn es euch interessiert, bleibt unbedingt dran. Um mein Anliegen zu verstehen, müsst ihr erstmal wissen, wie so ein Pferdegebiss überhaupt aufgebaut ist. Es ist nämlich so, dass der Unterkiefer beim Pferd schmaler ist als der Oberkiefer. Und beim Fressen malt das Pferd mit den Kiefern und durch diese Malbewegung und den Unterschied zwischen Ober- und Unterkiefer entstehen auf ganz natürliche Art und Weise diese Zahnspitzen, von denen ja auch viel geredet wird. Und aus dem Grund muss ja auch regelmäßig der Zahnarzt dran. Bloß entstehen diese Zahnspitzen halt schneller, als der Zahnarzt wiederkommt. Also es geht ein paar Wochen bis Monate und nicht ein Jahr, bis das Pferd wieder Zahnspitzen hat. Diese Zahnspitzen wären eigentlich auch was Natürliches und gar nichts Schlimmes, wenn da nicht wieder der Mensch wäre. Denn dadurch, dass wir unserem Pferd einen Nasenriemen anlegen, also ich rede jetzt wirklich nur vom Nasenriemen, nicht vom Sperrriemen, diese Diskussion ist nochmal eine andere, die ich mit euch dann in einem anderen Video gerne führen möchte, sondern hier nur der Nasenriemen. Ich blende euch noch einen ein, damit wir uns auch sicher richtig verstehen. Denn was passiert, wenn wir unserem Pferd einen Nasenriemen anlegen, ist, dass das Backengewebe gegen die Zähne und somit auch gegen diese Zahnspitzen gedrückt wird. Und wenn das Pferd dann kaut, was ja eigentlich erwünscht wäre, dann reiben diese Zahnspitzen am Backengewebe, was natürlich offene Stellen und Schmerzen verursachen kann. Darauf gebracht hat mich übrigens Herr Falk, wie auch so viel anderes auch, der einfach ein toller Pferdemensch ist, der sich so viele Gedanken um das Wohl der Pferde macht. Ansonsten habe ich noch kaum über dieses Thema gelesen, obwohl das so einleuchtend ist und wollte euch deshalb unbedingt davon erzählen. Die Diskussion, ob ihr einen Reithalfter verwenden möchtet oder nicht, ist wirklich eine andere, nur um das nochmal klarzustellen. Darum geht es ja nicht, sondern nur um die Nasenbänder. Und wenn ihr einen Reithalter verwenden möchtet, dann gibt es heute so viele Alternativen zu diesen Nasenbändern. Da wäre zum Beispiel das Micklem, das ja heute ganz modern ist und das wir auch sehr gerne verwenden. Die hannoveranischen, sofern euer Pferd eine genügend lange Maulspalte hat, denn dort besteht sonst ja wieder die Gefahr, dass das zu weit unten liegt und die Atmung behindern kann. Ansonsten natürlich das Mexikanische, das dieses Problem auch umgeht. Kurz gesagt, einfach jedes Reithalfter, das diese Partie hinter dem Gebiss freilässt. Also wenn ihr eurem Pferd etwas Gutes tun möchtet, dann ersetzt doch den englischen Reithalfter durch einen anderen, auch wenn der Zahnarzt regelmäßig kommt. Ich hoffe, das Video war interessant für euch, hat euch vielleicht einen neuen Denkansatz über diese englischen Reithalfter gebracht und bitte teilt doch das Video oder erzählt es weiter, damit möglichst viele Leute das erfahren und auch auf diese Gedanken kommen. Ja, dann hoffe ich, euch bald wieder bei einem nächsten Video zu begrüßen. Abonniert uns schnell, um nichts mehr zu verpassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!